Wasser hat mich schon immer fasziniert, egal ob in der Natur oder auch bezüglich unseres Körpers. Es ist einfach ein Element, ohne das wir nicht leben können. In den überlieferten ayurvedischen Texten finden sich lauter Hinweise in Bezug auf Wasser. Egal ob das Wasser in der Natur oder auch das Trinkwasser. Hierin wurde ausführlich beschrieben, was für einen Einfluss Wasser auf uns und unser Wohlbefinden hat. Wir bestehen übrigens zwischen 50 bis 70% aus Wasser. Es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und auch im Alter sinkt der Wasseranteil in unserem Körper. Und nicht nur dann ist es wichtig, sich um eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr zu kümmern. Doch auch die Art, wie wir trinken, damit unser Körper die Flüssigkeit richtig aufnehmen kann, ist von großer Bedeutung. Und wie das geht, zeige ich euch in meiner Küche. Bis gleich. Willkommen zurück. Viele von uns kennen das. Wir haben den ganzen Tag lang nichts getrunken, dann fällt es uns ein und dann leeren wir in einem Zug ein Glas Flüssigkeit. Hier erkennt man genau den Unterschied zwischen lediglich runterschlucken und trinken. Was hierbei passiert, bringt unserem Körper nur leider überhaupt nichts. Durch das schnelle Trinken, aber vor allem durch die zu viel aufgenommene Menge an Wasser, verwässern wir unseren Speichel. Der Speichel wiederum ist aber ein wichtiges Element bei der Verdauung, weil er unsere Magensäfte stimuliert. Ist dieser aber mit zu viel Wasser angereichert, kann unsere Verdauung auch nicht mehr richtig arbeiten. Hinzu kommt, dass der Körper durch das schnelle Hinunterschlucken von Flüssigkeit die Nährstoffe überhaupt nicht richtig aufnehmen kann. Die Nährstoffe wiederum sind aber wichtig, damit wir damit unsere Organe und auch unsere Zellen versorgen können. Und zu guter Letzt kommt, dadurch, dass die meisten von uns stehen, wenn sie schnell Flüssigkeit aufnehmen, kann man eigentlich gekürzt sagen, wir spülen lediglich unseren Körper. Wir schütten hier hinein und ja, dann nach ein paar Minuten, einer halben Stunde oder je nachdem, kommt es dann auch schon wieder raus. Dem Körper bringt das aber überhaupt nichts. Am besten ist es, wenn man über den Tag hinweg immer wieder Flüssigkeit in kleinen Schlücken zu sich nimmt. Und vor allem, wenn man dabei sitzt. Somit hat der Körper dann auch durch die leicht angewinkelte Körperhaltung die Möglichkeit, das Wasser viel langsamer aufzunehmen und somit entsprechend an die Organe und auch an die Zellen weiterzugeben. Ja, und wer seinem Körper noch mehr Trinkfreude angedeihen lassen möchte, der kocht am Vorabend einfach Wasser so zwischen 5 bis 10 Minuten ab. Durch das lange Abkochen verändert sich die Molekülstruktur des Wassers und wird ayurvedisch gesehen dünnflüssiger. Und dadurch kann die Flüssigkeit wasserlösliche Schadstoffe und Stoffwechselrückstände viel besser aus unserem Körper abtransportieren. Man kann also wirklich festhalten, dass wenn man morgens warmes Wasser direkt nach dem Aufstehen trinkt, es wirklich ein wahrer Segen für die Verdauung ist. Einfach am Vorabend abkochen und dann am nächsten Tag über den Tag hinweg in kleinen Schlücken trinken. Und ja, wer mag, kann natürlich auch in das warme Wasser auch noch frischen Zitronensaft reinpressen oder klein geschnittenen Ingwer reingeben oder auch Pfefferminze oder andere frische Kräuter oder Gurke. Ja, das schmeckt dann vielleicht für manche nicht gleich wie Zunge aus dem Fenster. Ja, einfach mal ausprobieren, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, eure Mangal.